der Ausstellung Report from Exile knüpfen wir an das Thema des Exils an. Fred Steins Werk wäre ohne das Exil gar nicht denkbar. Also sein Werk und sein Leben sind eben maßgeblich von der deutschen Geschichte geprägt. Fred Stein wurde in Dresden 1909 als Sohn eines Rabbiners geboren und hatte eigentlich ursprünglich vor, Jurist zu werden. Dann wurde er aber eben als Jude 1933 aus dem sächsischen Justizdienst entlassen. Da er schon seit früher Jugend sehr politisch engagierter Mensch war, er war zum Beispiel Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei, fürchtete er eben auch verhaftet zu werden und floh daraufhin mit seiner Ehefrau Lilo Stein im Herbst 1933 nach Paris. Da dann seine ganze große akademische Ausbildung für die Katze war, musste er sich etwas Neues überlegen und er hatte eben aus Deutschland eine gebrauchte Kamera mitgebracht, die Leica 1, mit der er dann eben ab Februar 1934 begann, als Porträt- und Pressefotograf zu arbeiten, um eben tatsächlich den Lebensunterhalt für sich und seine Frau zu verdienen. Er war 24 Jahre alt, hatte sich eben mit der Fotografie bisher so als Amateur beschäftigt und Stein spazierte dann eben mit der Kamera durch Paris und nahm eben zum Beispiel dieses Foto auf der Rue Rustique in Montmartre, wo er mit seiner Frau eine Wohnung bezogen hatte, und in der Wohnung richteten sie eben das Studio Stein ein, in dem auch Lilo Stein mitarbeitete. Seine frühen Fotografien habe ich jetzt hier in der Ausstellung in dem Kapitel zu Paris eben in 3 Bereiche gegliedert. Das erste, das leitet sich tatsächlich auch von Beschriftung von Kontaktbögen ab, Straßenszenen und Typen. Das sind dann auch eben einfach auch schöne, sagen wir mal, pittoreske Aufnahmen des Paris, in dem sozusagen auch noch die Spuren des 19. Jahrhunderts zu sehen sind, also das romantische Paris. Dann gibt es einen kleinen Bereich zur politischen und sozialdokumentarischen Fotografie. Da finden wir dann einige Beispiele zum Aufstieg der französischen Volksfrontregierung. Und er hat aber eben auch Menschen am Rande der Gesellschaft fotografiert. Und dann gibt es in dem Kapitel zu Paris einen sehr großen, auch extra herausgehoben gestalteten Bereich zum Thema Paris, Zentrum der deutschsprachigen Emigration. Also hauptsächlich sind es Schriftsteller und Journalisten. Aber einige sind weniger bekannt, zum Beispiel Rosa Lenz. Und in diesem Raum haben wir auch noch viele Objekte ausgestellt aus den Sammlungen des DRM hauptsächlich, die eben die politische und publizistische Tätigkeit der Porträtierten erfahrbar machen, also einen Einblick in die Arbeit der Emigrierten erlauben. Die erste Schaffensphase von Fred Stein dauert nur sehr kurz, von 1934, als er eben mit Lilo Stein das Studio Stein eröffnet, bis zu seiner Internierung als feindlicher Ausländer, nachdem eben Frankreich Deutschland eben auch den Krieg erklärt hatte. Dort hat eben Fred Stein seine Kamera verloren. Dann gelang ihm aber, als eben die Deutschen sich näherten, die Flucht aus einem Lager in Saint-Nazaire und er konnte sich in den unbesetzten Süden durchschlagen. In Marseille bemühten sich dann die beiden um die notwendigen Papiere, um eben aus Frankreich weiter fliehen zu können in die USA. Im Juni 1941 kommt er dann in New York an und beginnt wirklich unmittelbar die Voraussetzungen zu schaffen, um wieder als Fotograf arbeiten zu können. In New York nimmt eben Fred Stein seine beiden Hauptthemen wieder auf, die Straßenfotografie und die Porträts. Fred Stein ist weniger bekannt. Dabei ist er der Autor von einigen sehr beeindruckenden Porträts von zum Beispiel Hannah Arendt, aber auch von Willy Brandt, von Albert Einstein, von Thomas Mann, von Heinrich Mann. Er fotografiert eben zum Teil die gleichen Personen, die er in Paris fotografiert hat, erneut, zum Beispiel Georg Bernhard, Alfred Kantorowicz oder auch Arthur Köstler. Er baut dann in New York sein Archiv der Köpfe der deutschen Emigration auf. Er reist später ja auch nach Deutschland, 1958 und erneut 1960, weil er eben an einem Buch arbeitet, den deutschen Porträts, und fotografiert eben dann auch die Emigrierten, die nach Deutschland oder Europa zurückgekehrt sind.